Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Stories, The Path of Destinies. Wir haben gerade gelevelt und sind, glaube ich, hier am Ende des Levels. Wir interagieren mit diesem Mann und hoffentlich finden wir dann unseren Frieden. At the end of the mountain path, he found the wise Calaveras in his workshop. To fix souls or only artifacts? He asked the sage. Does your soul need fixing? Asked the sage. I've been killing a lot of ravens lately, he told the sage. You're a fox, said Calaveras. To kill birds is part of your nature. Just take joy in it. I mean, I might as well worry about eating flies. Would you like a fly? It was true. That's what he had forgotten. The joy. Now he was ready for the final battle. The Farfarer cut through the clouds. The air had never felt so sweet since he was a child. There it was. The dreaded Imperial fleet. He could smell wet hemp ropes ahead, wood and tar, and ravens. Even the fleet smelt good, somehow. He was ready. He was ready. Er war bereit. Und das ist das letzte Kapitel dieses Durchlaufs. Weil können wir uns auch nicht mehr entscheiden. Aber haben wir jetzt unseren Frieden gefunden, oder was? Wir haben jetzt irgendwie Freude gefunden. Wir haben mal gesagt, gut, wir sind ein Fuchs, dann töten wir halt Vögel, wie die Kröte halt Fliegen tötet. Das war jetzt unser innerer Frieden, ja? Na gut. Dann auf ins letzte Level, was, glaube ich, immer gleich Reynardo ist. had it all squared away in his head. He would kill the Emperor. Isengrim III had begun well, but he had gone mad. He was trying to invoke the lost gods by means of dark, blasphemous rituals. That was a secret. But the victims had spoken to Reynardo. The ghosts had spoken. No. No anger. Reynardo could not afford anger. It was empowering the crystal in his sword. That made him stronger, but it clouded his mind. He would not be a hero. A hero strives. Reynardo would just be one with everything. The Emperor would die, and the wheel would turn, and all would be restored without rancor, without sorrow, without pain. Ein nobles Vorhaben. Wir haben neue Juwelen. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Körperlicher Widerstand. Erhöht deinen Widerstand gegen körperlichen Schaden um 20%. Oder Energie besiegt. Das Ausschalten von Feinden gibt 3% Schwertenergie zurück. Ich nehme den körperlichen Widerstand, bitte. Danke. So. Dann machen wir uns auf. Das riecht nach Gegnern? Nein, doch nicht. Keine Gegner, okay. So, kann man hier irgendwo anders hin? Nein, kann man nicht. Das riecht nach Gegnern. Auch nicht. Und das Schwert, das fehlt uns noch, ne? Genau, das Schwert fehlt uns noch. Irgendwann kommen wir auch mal da rein. Ich glaube fest daran. Altar bringt uns noch nichts. Hier geht es auch nirgendwo anders hin. Richtig? Richtig, okay. Ist die Truhe jetzt wieder da? Tatsache. Können wir also jedes Mal plündern hier. Das ist ja sehr schön. He'd once met a pirate captain. He used hooks to get around his ship. Oh, what was his name again? Akzeptabel und perfekt. Ja, gut. Dann soll es so sein. So. Wir könnten ein bisschen Schwertenergie gebrauchen. Lebensenergie ist voll. Und Erz natürlich. Erz können wir immer gebrauchen. Finden aber nur Lebensenergie. Reynardo Smash! Reynardo Smash! Ich mag diesen Erzähler sehr, sehr gerne. Wirklich sehr, sehr gerne. Was war hier? Ah ja, noch eine Kiste, genau.
Ja, vielleicht Erz. Obwohl, wir haben schon wieder 37, das ist sehr gut. Aber ich glaube, wir brauchen für das nächste 70 oder so, ne? Für dieses... Oh, ich wollte die Kisten noch aufmachen. Da brauchen wir, glaube ich, 70 für. Reynardo hoped the other end of this portal wasn't suspended over the abyss. Wo ist der Typ? Da hinten. So, der ist weg. Ah, da wurde ich getroffen, verdammt. Da können wir immer noch nicht durch. Da ist eine schöne Kiste hinter. Manu. Wir brauchen dringend das nächste Schwert. Dringend. Das wollte ich gar nicht, das wollte ich. Ich finde es gut, dass ich die Schildmenschen nicht mehr ranziehen muss, sondern dank dem Juwel jetzt direkt dem Schild entledigen kann. Jetzt könnte ich ein bisschen Schwertenergie brauchen. Haben wir aber nicht. Schade. Vielleicht sollte ich doch den Schwertenergie-Juwel nehmen, aber körperliche Abwehr. Nö, nicht wirklich. Akzeptabel und mangelhaft. Kisten gab es hier keine, okay. But the more he thought about it, and he had so much more time to think about it now that he was not worrying about the battle, killing the Emperor would not change anything. Another would take his place. Perhaps Zenobia. Perhaps the Speaker of the Rebel Council, and power would corrupt them too, and death would make grief, and grief would lead to hatred. He must lead by example. Reject the violence. Reject the desire to create violence. But how? Aber wie? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich erstmal, indem wir hier alles kaputt machen. Das ist unser erster Schritt, der Gewalt zu entkommen. Oder der Gewalt ein Ende zu bereiten, ist, wir zerstören Kisten und Vasen. So, ich glaube, hier war wieder ein Kampf. Hey, richtig. I got this friend who's a swan. Would he join up? He dyes his feathers. Oh. Ach, das war's schon. Ich bräuchte Lebensenergie. Wir könnten natürlich uns mal hier ein bisschen teilen. Ich glaube, wir sind eh gleich durch. Jetzt müssen wir hier noch diese kleine Passage überstehen. Soon he'd confront the Emperor. Funny that this whole war had come about because the Emperor feared death. And now it was coming for him. There was some sort of lesson there, wasn't there? Was ist das für eine Kameraeinstellung? Ich glaube, hier waren wir noch nie. Vorher war das immer vorher schon zu Ende. Die Story. Und jetzt werden wir gleich den Emperor konfronten. So heißt es nämlich auf Deutsch. Den haben wir halbiert, Alter. Oh. Mit einem Bumm ist es rum, haben wir ein Achievement bekommen.
Und ich glaube, wir sind Level Up und jetzt kommen wir da in das Schiff des Imperators. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Interagieren. Finally, he came to the Emperor's ship. The path behind him was strewn with dead ravens. The path to enlightenment. His mistake, he realized, was trying to change the world. The world would spin and the wheel would revolve whether he strove against it or not. What he had to do was nothing. He had attained enlightenment. He sat down, adopted a full lotus position, and began to meditate. And all around him, the warriors stopped fighting too. They knew. They could feel his enlightenment. They gave up fighting, dropped their weapons, and became his disciples. No, just kidding. The nearest raven stabbed him with a sword and then chopped off his head. I might not have thought this through properly. Thought Reynardo's head as it rolled around the deck and died. Schade, ich dachte, das wäre das richtige Ende. Just like that, he was alive again. And back on the Farfarer, still fleeing burning Ubar. The book was still open before him. So, the book was a portal. It took you to the future, when your destinies would branch. He had failed and died 3 times, but he learned another true thing. The Iblis Stone was evil. It would try to corrupt anyone who used it. Okay, neue Story abgeschlossen. Rückkehr des Hippies. Was für ein Held bist du? Ein Held, der über das Heldentum hinauswächst, um eins zu werden mit allem. Belohnung Level Up. Sehr schön. Neue Wahrheit. Der Edelstein korrumpiert jeden, der ihn benutzt. Stufe 4 Fähigkeiten freigeschaltet. Yay! Rückkehr des Hippies. Na gut, dann weiter. He was starting to feel like he was getting the hang of this. There was a way through to victory. He could feel it. He just had to keep running the path of destinies. With that, the book fluttered back to the beginning, and he fell into it. The clouds parted over the Isles of Boreas. Und es geht wieder von vorne It los. was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis Stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course. Reynardo had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Reynardo really leave an old friend to the Ravens? Wir werden uns dieses Mal nochmal Lapino anschließen, aber dann bei der nächsten Entscheidung einen anderen Weg einschlagen. Ah, Lapino. Apparently the Okay, ich kann es nicht Mad Rabbit überspringen. had sold a Pegasus that he did not Ach doch, da, exactly B. Sehr schön. Das kennen wir nämlich schon. Dann dürfen wir das sogar überspringen. Das finde ich sehr gut. Und dann werden wir zum Beispiel mal nicht in seinen Plan einstimmen oder mal gucken, was wir noch für Optionen haben. Auf jeden Fall werden wir einen anderen Weg einschlagen. Mal sehen, welchen. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait. Where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Reynardo had been the terror of the sandcastles when he was 2. Ich glaube, jetzt habe ich gerade diese Combo da. Ich weiß nicht, was sie mir jetzt genau bringt. Eigentlich sollte ich irgendwie aus der Ferne angreifen können. Vielleicht kann ich dann aus weiterer Entfernung auf die zu The Ravens had strömen. taken the town. Stürmen. Reynardo had seen villages emptied like this.
All the people taken away to be sacrificed in the Emperor's secret rituals. Reynardo hoped the people were just hiding. Bisschen Blumen stutzen geht nicht, okay. Machen wir uns auf den Weg, Lapino zu suchen. Jetzt die Frage, wo gehen wir lang? Ach, da sind diese Viecher schon wieder. It was good to practice your moves, thought Reynardo. Keeps you limber. Ich krieg das nicht kaputt. Reynardo thought of the Iblis stone and shivered. He had no business messing with ancient, cruel artifacts. What he needed was his friends around him. Clear eyes, full hearts, can't lose. So, ist mal weg. Burnt fur. His. Nein. Unser Fell brennt doch nicht. His mother had never let him wave his sword around at home. He guessed he was still compensating for that. Oh, körperlicher Widerstand Level 2. Nice. Den werden wir bald mal einsetzen, sobald wir eine neue Werkbank gefunden haben. Hier gibt es ziemlich viele Wege, die man gehen kann. Und ich habe keine Ahnung, welcher der richtige ist und welcher uns zu irgendwelchen Kisten führt. Da geht ein Weg lang, dann gehe ich mal hier lang. Da ist nämlich noch eine Kiste. Yay! Naja, 4 Erz. All this ore, Reynardo could forge a really great sword. He was a master forger. That probably wasn't the right word. Ein Meisterschmieder. So, wir haben noch ein neues Juwel. Ach, das automatisch ist es dann drin? Ach was. Das ist automatisch drin. Ja, nice. Okay, dann brauchen wir das doch gar nicht. Da können wir was mit dem Feuerschwert aufmachen. Was wir haben. How could you convince a firewall you're its friend? Mit einem Feuerschwert natürlich. Und durch diese verschiedenen Wände gibt es auch in jedem Level immer wieder was Neues zu sehen. Das ist total abgefahren. Und so kleine Rätseleinlagen sind auch mal recht schön. Muss ja jetzt schneller sein, ja? Give me a lever, said Archimedes, and I shall open a gate. Na. Ui, das war knapp. Aber wir haben die Kiste mit dem neuen Juwel. Yay! Energie bei Sieg Level 2, okay. Vielleicht lohnt sich das ja bald doch. Nein, das Erz ist runtergefallen. Nein. So, da waren wir. Achso. Ach, weil wir jetzt das neue Juwel haben, ne? Das möchte ich auf jeden Fall behalten. Angriffstempo ist auch nice. Ne, das behalten wir alles mal. Das behalten wir. Oh, ein Altar. Wir können leveln. Wir müssen sogar 2 Level up haben, wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir! Yay! Sehr gut. Hier brauchen wir dann nur noch ein 10er-Kombo. Da verlangsamen wir die Zeit noch mehr. Ah, okay. Tritt- und Wurfdistanzen werden erhöht. Das ist eigentlich, möchte ich eigentlich gar nicht. Na, irgendwie spinnt mein Analogstick. Du erholst dich von einem dauerhaften Angriff und der Angreifer fällt zu Boden. Was? Verstehe ich nicht. Wir nehmen mal einmal mehr Gesundheit. Way better than being able to shrink down to the size of an ant. Und wir nehmen das. What was that all about anyway? So. Oh, eine Kiste. Wir haben, glaube ich, immer noch zu wenig Erz. Kann ich irgendwie durch? Da hinten ist ein Weg. Ah, der Brunnen. Yay! Hinab. Okay, waren wir hier schon? Ich überlege gerade, aber ich glaube schon. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall schon mal in irgendeinen Brunnen gesprungen. Ob das jetzt dieser Brunnen war, das weiß ich nicht.
Aber in irgendeinem Brunnen sind wir auf jeden Fall schon mal gesprungen. Sparkly, thought Reynardo. Sparkly. Sehr schön. Kann ich hier rüber? Oh ja. Muss ich hier lang? Warum kann ich hier hin? Ich verstehe nicht. Das ist eine Falle. Nein, Gegner. Gut und mangelhaft. Ravens were landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Oh no. A snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Hier top spies like Lupino. Well, unless he really was a traitor, obviously. Then they'd probably pin a medal on his chest. Wir sind aber, glaube ich, gleich schon bei Lupino, deshalb beende ich die Folge mal noch nicht. Interrupted story time. Caught the lead, Raven. Now we'll never find out how it ended. Warum lasse ich mich denn gerade so oft treffen? Was ist los? Ja, das war nicht so gut. Das habe ich schon mal besser hingekriegt. Ich meine, wir müssten... Da ist Lupino. Wunderbar. Dirty and bloody, Reynardo finally reached Lupino. The rabbit was practicing his shuffle. Reynardo recognized the cards. It was Lupino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. We Das capture kennen wir schon. Zenobia, we find out what she knows. And that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who happened to also be a deadly sorcerer, and, oh, his only daughter? That would be worth it. And it would be nice to see her. He'd always had a soft spot for her. And he felt sure she had one for him. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Jetzt ist die Frage, entscheiden wir uns jetzt schon anders? Gehen wir jetzt zum Sky Ripper? Oder gehen wir nochmal zu Zenobia und führen danach einfach nicht seinen Plan aus? Seinen Plan mit dieser Wassermelone. Ich glaube, so machen wir das. Ich glaube, wir gehen nochmal zu Zenobia und werden dann mal einen anderen Weg einschlagen. Vielleicht finden wir so ein Love-Ende oder so. Das wäre schön. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Stories, The Path of Destinies. Macht's gut. Tschüss, Jan!